Ich benutze eine Häkelnadel der Stärke 2,5. Wir beginnen mit einem Fadenring. Und in den häkeln wir 6 feste Maschen. Dann ziehen wir den Fadenring zu und häkeln in die erste Masche eine Kettmasche. So, im Folgenden werden wir jetzt in Spiralen weiter häkeln. Und zwar wird die erste Runde so gehäkelt, dass wir in jede Masche 2 feste Maschen häkeln. Das heißt, dass wir am Ende insgesamt 12 feste Maschen haben. Ich habe jetzt 12 feste Maschen gehäkelt und muss diese Runde nicht mit einer Kettmasche beenden, da wir ja in Spiralen weiter häkeln. Und damit ich weiß, wo meine Runde anfängt und endet, lege ich mir hier einen Faden rein. Und jetzt machen wir mit der zweiten Runde weiter. Da verdoppeln wir jede zweite Masche. Das heißt, am Ende haben wir 18 Maschen. Ich häkle also erstmal eine Masche. Dann häkle ich in die nächste Masche 2 feste Maschen. Dann wieder eine feste Masche. Dann 2 und so weiter. So, jetzt bin ich am Ende der Runde angelangt, habe 18 Maschen und weiter geht es mit der dritten Runde. Und hier verdopple ich jede dritte Masche. Im Grunde geht es jetzt erstmal so weiter, in der dritten also jetzt jede dritte Masche verdoppeln, in der vierten jede vierte Masche verdoppeln und in der fünften Runde verdoppeln wir jede fünfte Masche und dann sehen wir uns wieder. So, in der dritten Reihe hatten wir ja jede dritte verdoppelt und haben dann 24 Maschen erhalten. In der vierten Reihe haben wir jede vierte verdoppelt und haben 30 erhalten. In der fünften haben wir jede fünfte verdoppelt und haben jetzt insgesamt 36 Maschen. Also wir haben immer 6 Maschen zugenommen. Im Folgenden werden wir jetzt nicht zunehmen, sondern häkeln in jede einzelne Masche nur eine feste Masche. Und das machen wir jetzt 12 Runden lang. Nachdem wir jetzt diese 12 Runden gehäkelt haben, werden wir im Folgenden Maschen zusammen abmaschen. Und zwar werden wir in der ersten Runde jede fünfte und sechste Masche zusammen abmaschen, sodass wir am Ende dann nicht mehr 36, sondern 30 Maschen erhalten. Also, wir häkeln erst nochmal ganz normal 4 feste Maschen. So, und jetzt machen wir aus den 2 folgenden quasi eine Masche. Das machen wir, indem wir einmal in die nächste Masche häkeln, den Faden holen, den so auf der Nadel halten und dann nochmal in die nächste Masche stechen, nochmal den Faden holen. Dann haben wir 3 Schlingen auf der Nadel und ziehen den Faden durch alle 3 Schlingen. Man kann auch Maschen abnehmen, indem man dann einfach eine Masche überspringt. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. So, jetzt machen wir einfach weiter mit 4 Maschen und häkeln dann immer die 5. und die 6. Masche gemeinsam ab. So, am Ende der Runde haben wir, wie gesagt, 30 Maschen. Und in der nächsten Runde werden wir jede 4. und 5. Masche gemeinsam abmaschen und erhalten dann insgesamt 24 Maschen. Also wieder ganz normal 3 Maschen häkeln.
in die 4. Masche stechen, den Faden holen, dann in die 5. Masche stechen, den Faden holen und dann den Faden durch die 3 Schlingen ziehen. In der nächsten Runde häkeln wir jede 3. und 4. Masche gemeinsam ab. Also wir reduzieren jede Runde 6 Maschen. So, wenn wir das gemacht haben, haben wir jetzt insgesamt 18 Maschen und jetzt werden wir erstmal Füllwatte da rein tun. Achtet hier dabei darauf, dass der Faden vom Anfang außen ist und nicht innen in der Arbeit liegt. Wenn das gemacht ist, häkeln wir jetzt jede 2. und 3. Masche gemeinsam ab, sodass wir dann 12 feste Maschen erhalten. So, und dann maschen wir immer 2 Maschen gemeinsam ab. Und am Ende haben wir dann 6 feste Maschen. So, das war jetzt die letzte Runde. Und falls ihr hier noch ein kleines Löchlein habt, könnt ihr das einfach mit dem Faden, den ihr dann eh vernähen müsst, ein bisschen zunähen. Als nächstes kommen die Augen dran. Das mache ich mit einem weißen Garn. Und da beginnen wir auch wieder mit einem Fadenring. Und in den Fadenring häkeln wir wieder 6 feste Maschen. Dann ziehen wir den zu und häkeln in die erste Masche eine Kettmasche. So, und jetzt verdoppeln wir wieder jede Masche. Das heißt, wir häkeln in jede Masche 2 Maschen, sodass wir am Ende 12 feste Maschen haben. So, und in der nächsten Runde häkeln wir in jede 2. Masche 2 feste Maschen. Und am Ende haben wir dann 18 feste Maschen. So, wir haben jetzt 18 feste Maschen gehäkelt und in die nächste Masche häkeln wir jetzt ein halbes Stäbchen und dann in die gleiche Masche nochmal ein ganzes Stäbchen. Das gleiche macht ihr jetzt genauso nochmal und dann könnt ihr auch immer schon den Faden vom Anfang vernähen. Den Faden vom Ende brauchen wir noch, also den bitte nicht vernähen, weil an dem nähen wir dann das Ganze an den Körper an. Als nächstes kommen die Flügel dran und die häkle ich mit einem lilanen Garn. Die häkeln wir eigentlich fast genauso wie die Augen, nur dass die letzten beiden Maschen ausfallen. Also wir häkeln in einen Fadenring 6 feste Maschen, ziehen den wieder zu und häkeln in die erste Masche eine Kettmasche. Dann verdoppeln wir wieder jede Masche, sodass wir insgesamt 12 Maschen erhalten. Dann häkeln wir in jede 2. Masche 2 feste Maschen, sodass wir am Ende wieder
18 Maschen haben. Wenn wir dann 18 Maschen haben, häkeln wir noch in die nächste Masche eine Kettmasche. Und das machen wir ein zweites Mal genauso. Als nächstes häkeln wir die Ohren und da benutzen wir die gleiche Farbe wie die vom Körper. Und hier beginnen wir auch wieder mit einem Fadenring. Und in den Fadenring häkeln wir insgesamt 4 feste Maschen. Dann ziehen wir ihn zu und häkeln in die erste Masche eine Kettmasche. Jetzt häkeln wir in jede zweite Masche 2 feste Maschen, sodass wir am Ende 6 feste Maschen haben. So, und dann häkeln wir noch eine Kettmasche und beenden damit das Öhrchen. Und davon häkeln wir jetzt noch eins. Jetzt wird der Schnabel gehäkelt und dann nehmen wir so ein Gelb. Und zwar häkeln wir jetzt erstmal 4 Luftmaschen. So, dann überspringen wir eine Masche und häkeln in die nächste Masche eine feste Masche. In die nächste Masche häkeln wir dann ein halbes Stäbchen. Und in die letzte Masche häkeln wir ein ganzes Stäbchen. Und das ist der Schnabel. Zum Schluss häkeln wir noch die Füße und dafür nehmen wir die gleiche Farbe. Hierfür werden wir jetzt erstmal 5 Luftmaschen häkeln. Dann überspringen wir die eine Luftmasche und häkeln in die folgende eine Kettmasche. Dann noch eine Kettmasche. Und noch eine Kettmasche. Dann häkeln wir 3 Luftmaschen, überspringen wieder die erste Luftmasche und häkeln wieder 3 Kettmaschen zurück. Dann wieder 3 Luftmaschen, eine überspringen und 3 Kettmaschen zurückhäkeln. Und das gleiche machen wir jetzt nochmal. Beim Auge werden wir jetzt die Pupille annähen. Das heißt, wir nehmen uns einen schwarzen Faden und gehen durch die Mitte und dann immer hier so ein bisschen nach außen. Und wieder in die Mitte und so weiter. Und dann gehe ich nochmal hier so am Rand entlang. Jetzt werden alle Teile an den Körper genäht und dabei achten wir darauf, dass der Faden vom Anfang oben liegt. Wir beginnen mit den Augen und die platzieren wir relativ in der Mitte des Körpers und werden dann hier noch ein bisschen Platz lassen zwischen den Augen.
Als nächstes wird der Schnabel angenäht. Den setzen wir hier zwischen die Augen relativ weit unten und den nähen wir nur hier oben an, damit der Schnabel hier unten ein bisschen absteht. Als nächstes kommen die Flügel dran und da werden wir das Ganze so ein bisschen an einer Seite knicken und das dann hier ein bisschen entfernt vom Auge, aber relativ nah dran, annähen. Und zwar nur hier oben, damit die Flügel auch schön abstehen. Als nächstes kommen die Ohren dran und die setzen wir, wenn wir hier die Mitte haben, ein bisschen weiter nach vorne Richtung Augen. Etwa hier und nähen die hier an. So, die Füße werden jetzt auch nur hier hinten angenäht, damit die hier vorne ein bisschen abstehen. So. Zum Schluss kann man hier noch so eine Aufhängung häkeln. Ich werde jetzt einfach eine Luftmaschenkette häkeln. So, und durch diese letzte Schlaufe führe ich den Faden hier vom Anfang. Und nähe das Stück jetzt nochmal hier oben an. Es ist ratsam, den Faden vom Anfang ein bisschen länger zu lassen, weil dann könnt ihr mit der Größe der Schlaufe variieren. Ja, und dann ist eure Eule fertig. Ihr könnt die natürlich auch ohne Schlaufe häkeln. Das ist euch überlassen.